wir mit Unterstützung des Europäischen Parlaments durchführen, wo es darum geht, also nicht nur, wie soll ich sagen, den ja oft begründeten kritischen Blick auf Europa zu richten, aber eben auch über positive Seiten zu berichten, mitunter vor allem auch über die sozialen Errungenschaften, die durch die Europäische Union auch vorangetrieben worden sind. Heute freue ich mich besonders auf Daniel Freund, Mitglied im Europäischen Parlament, natürlich aus Deutschland, Mitglied im Haushaltskontrollausschuss und im Ausschuss für konstitutionelle Fragen. Herzlich willkommen, Herr Freund, und vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Herr Freund, Sie sind Berichterstatter über die Verbesserung von Transparenz und Integrität in Organen der EU gewesen und fordern hier die Einsetzung eines unabhängigen Ethikrates, eines Ethikgremiums. Warum braucht Europa ein solches Gremium? Also die Europäische Union, die EU-Institutionen sind eigentlich schon ganz gut, was Regeln rund um Lobbytransparenz, Verhinderung von Interessenkonflikten, auch der Wechsel zum Beispiel aus der Politik in die Wirtschaft, all das ist auf der Ebene der europäischen Institutionen schon einigermaßen gut geregelt. Aber wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass es bei der Durchsetzung dieser Regeln hapert. Und dass trotzdem es eben Regeln gibt, die einen direkten Wechsel zum Beispiel von der Europäischen Kommission ins Lobbying verhindern sollen, dass diese Wechsel doch immer wieder stattfinden. Und deshalb habe ich jetzt vorgeschlagen, dass wir die Selbstkontrolle der Institutionen in diesem Bereich beenden, dass also nicht mehr die aktuellen Kommissare sich gegenseitig oder ihre Vorgänger kontrollieren, dass nicht mehr die Abgeordneten sich gegenseitig kontrollieren, sondern dass wir da ein unabhängiges Gremium einsetzen, was die guten Regeln dann auch gut durchsetzt. Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Rainer Wieland, hat das Ganze, wie soll ich sagen, ein wenig kritisch gesehen und hat gesagt, dies sei ein Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip. Was antworten Sie darauf? Also ich sage, dass das genau das Gegenteil der Fall ist. Denn wie gesagt haben wir bisher eine Selbstkontrolle, sowohl im Parlament als auch in der Kommission. Und ich finde, wenn es darum geht, Regeln zu überwachen und auch durchzusetzen, dann ist genau eine Gewaltenteilung eigentlich das Richtige. Und deshalb sollten in Zukunft zum Beispiel ehemalige Richter des Europäischen Gerichtshofs oder Rechnungsprüfer oder Experten aus den nationalen Gremien darüber wachen, ob sich Abgeordnete, ob sich Kommissare an die Regeln halten oder nicht. Was wären für Sie jetzt die nächsten Schritte, um noch mehr Transparenz, sage ich mal, auf europäischer Ebene zu erzielen? Das ist ja jetzt ein Bericht. Was müsste jetzt Ihrer Meinung nach passieren? Also die größte Blackbox sozusagen, die wir hier in der EU haben, ist der Rat, sind die Regierungen der Mitgliedstaaten, wenn sie in der Europäischen Union zusammenkommen. Da müssen wir ran. Wir hier im Europäischen Parlament, jede Abstimmung, die ich gemacht habe hier seit meiner Wahl, jedes Wort, was ich im Ausschuss, im Plenum gesagt habe, kann man im Internet nachgucken. Da herrscht schon relativ viel Transparenz, würde ich sagen. Auch meine Lobbytreffen stehen zum Beispiel auf der Webseite des Europäischen Parlaments. Aber das, was die Regierung in unser aller Namen machen, was zum Beispiel die deutsche Bundesregierung im Rat macht, welche Positionen sie einnimmt, wo blockiert sie, wo schiebt sie, all das ist sehr viel schwieriger rauszubekommen. Und da sollten wir noch für viel mehr Transparenz sorgen, dass man sehen kann, was die Regierungsvertreterinnen und Vertreter machen. Herr Freund, Sie sind Mitglied der Grünen-Fraktion hier im Parlament. Sie sind Mitglied, ich sprach es an, im Haushaltskontrollausschuss. Wenn heute oder morgen Weihnachten wäre, was würden Sie sich als Mitglied des Haushaltskontrollausschusses wünschen? Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass Korruption eine Riesenrolle spielt, auch gerade Korruption mit EU-Geldern. Und bisher ist die Europäische Kommission da nicht entschieden genug dagegen vorgegangen. Wir haben in Ungarn zum Beispiel eine Situation, dass sich der Premierminister Orbán, seine direkte Familie, seine Freunde werden unermesslich reich mit EU-Geldern und dagegen gehen wir bisher nicht entschieden vor. Und wir schützen das EU-Budget nicht gegen diese Art von Korruption. Das müssen wir wirklich ändern, weil da verlieren wir einfach auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben ja vor Weihnachten den Corona-Fonds beschlossen, also ein großes Investitionspaket, damit wir alle solidarisch aus der wirtschaftlichen Krise als Folge von Corona rauskommen. Das war wichtig, dieses Zeichen der Solidarität und diese gemeinsamen Investitionen.
Aber ich kann das keinem erklären, wenn wir das machen, warum wir dann nicht ordentlich nachgucken, ob das Geld auch wirklich da ankommt, wo es hin soll. Also da müssen wir ran, da müssen wir noch viel entschiedener gegen Missbrauch, gegen Korruption mit EU-Geldern vorgehen. Eine letzte Frage. Sie sprachen von Transparenz, Sie sprechen von Transparenz. Ich habe gesehen, dass Sie auch im Plenum jetzt das Wort ergriffen haben zu den Pandora Papers. Wie, vielleicht auch mal ganz spontan, unvorbereitet, man ist ja auf der einen Seite geschockt und auf der anderen Seite ist man, sage ich mal, im Positiven überrascht, dass also Journalisten tatsächlich so toll gearbeitet haben. Wie haben Sie das empfunden? Also erstmal ist es natürlich so, dass das jetzt nicht das erste Mal war, sondern wir haben ja mit Paradise Papers, Panama Papers, mit LuxLeaks, im Grunde kommt ja alle paar Jahre kommt die nächste Welle von Enthüllungen. Und das, was daran frustrierend ist, dass wir im Moment zu langsam sind in diesem Kampf gegen Steuervermeidung, Steuerbetrug, Geldwäsche. Es hat sich was getan, so ist es nicht. Also auch die Europäische Union hat ja die Regeln nachgeschärft nach den letzten Skandalen, aber wir sind zu langsam und wir verlieren diesen Kampf. Die Steuerbetrüger sind im Moment schneller, sie haben im Zweifel die besseren Anwälte, können mehr Geld für Buchhalter ausgeben, die das Ganze in sehr, sehr komplizierten Konstrukten, Schachtelunternehmen, Briefkastenfirmen und so verstecken. Und da müssen wir einfach viel, viel besser werden in diesem Kampf gegen Steuerhinterziehung, Gewinnverschiebung und so. Und auch deswegen ist dieser Kampf für Lobbytransparenz so wichtig. Denn gerade in dem Bereich sehen wir immer wieder, dass sich Einzelinteressen von Lobbyisten, von Banken, von Versicherungen, von Immobilienmaklern oder so, die sich das nächste Schlupfloch in die aktuellen Gesetze rein verhandeln. Und da hilft mehr Transparenz, da hilft aber auch einfach mehr politischer Wille, an der Sache wirklich was zu tun, sodass wir in Zukunft hoffentlich nicht alle paar Jahre so weitermachen, dass die nächste Enthüllung kommt und wir irgendwann die Menschen auch da dran verlieren, weil sie sagen, das ist halt so, die Mächtigen und die Reichen, die zahlen nicht und die einfachen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zahlen am Ende die Rechnung, weil so darf es natürlich nicht sein. Es gibt dieses geflügelte Wort, einen berühmten Satz eines unseres Vorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Aigenthaler, der hat vor 3-4 Jahren den Begriff geprägt und den Satz gesagt, wir fahren mit Fahrrädern den Ferraris hinterher. Vielleicht nochmal, weil wir natürlich auch diese Leute vertreten, ein abschließendes Wort. Sie sprachen auch von den Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen. Was ist für Sie die Bedeutung von Gewerkschaften und vielleicht auch des öffentlichen Dienstes? Ist die Stimme der meisten Menschen in der Europäischen Union, alle diejenigen, die eben beschäftigt sind bei Unternehmen, auch bei der öffentlichen Hand, und deren Interessen zu vertreten und dafür zu sorgen, dass sie Gehör finden, dass wir hier Gesetze machen, die eben auch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit aufnehmen. Das ist eure Aufgabe, das ist eine extrem wichtige Aufgabe in diesem ganzen politischen Prozess der Europäischen Union. Deshalb bin ich immer sehr dankbar, wenn die Gewerkschaften da gute Arbeit leisten und uns mitteilen, wenn es in bestimmten Gesetzgebungsprozessen was gibt, wo wir die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch besser aufnehmen können, noch besser schützen können. Was drückt die Menschen, was bewegt die Menschen vor Ort? Das immer zu kommunizieren und im engen Gespräch zu sein, ist natürlich wahnsinnig wichtig und vielen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Braun, vielen Dank für das Interview. Weiterhin viel Erfolg Ihnen und bleiben Sie gesund.